Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Das beliebte leckere Granola-Müsli kaufen sich viele Leute im Supermarkt. Allerdings ist es dort immer mit vielen ungesunden Zusatzstoffen, Zucker und toxischen Transfettsäuren versehen. Dieses Problem können wir lösen, indem wir unser leckeres Granola-Müsli einfach selber zu Hause herstellen. Ein Video zu köstlichem, gesundem Granola-Müsli habe ich schon hochgeladen, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Dieses hier wird jetzt allerdings eine Low-Carb-Version werden. Sprich ein ketogenes Granola-Müsli. Zuerst geben wir in die Küchenmaschine rohe Mandeln, dann kommen rohe Haselnüsse hinzu und dann ebenso rohe Paranüsse. 3 Paranüsse am Tag versorgen uns ausreichend mit Selen. Jetzt vermahlen wir diese 3 Nusssorten erstmal, aber nur grob mit der Küchenmaschine. Wichtig, dass die Nüsse nicht ganz fein vermahlen werden, sondern nur grob auf diese Weise. Als nächstes kommen Pekannüsse und Walnüsse hinzu. Die werden nur einmal ganz kurz vermahlen, da sie sehr weich sind und sehr schnell zu Mehl vermahlen werden würden. Als nächstes kommen dann Erdnüsse hinzu mit der Schale und auch Kürbiskerne. Die Schale der rohen Erdnüsse beinhaltet das wichtige OPC, deshalb sollte man diese Schalen niemals wegwerfen. Die Kürbiskerne und ebenso die Sonnenblumenkerne und die Sesamsamen hatte ich vorher gekeimt und wieder getrocknet. Das kann ich euch ebenso empfehlen, weil durch den Keimprozess die Mikronährstoffe potenziert werden. Mein Video zu Keimlingen und Sprossen kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Die grob gemahlenen Nüsse und Samen kommen jetzt hier in die Schüssel, in die dann noch folgende weitere Zutaten hinzugefügt werden. Für die Gesundheit und den Zusammenhalt dieser Zutaten geben wir jetzt hier goldene Leinsamen in die Kaffeemaschine und vermahlen die zu feinem Pulver. Leinsamen enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe wie beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffe und Lignane. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass all diese pflanzlichen Stoffe das Brustkrebsrisiko senken können. Als weitere Zutat gebe ich hier ordentlich viel Kokosraspeln hinzu, denn die liebe ich sehr, besonders in dem Granola-Müsli. Und dann kommt pulverisiertes Xylit hinzu und eine Prise Stevia, die verstärkt noch den Süßungsgehalt um ein Vielfaches. Später gebe ich noch Himalayasalz und Vanilleextrakt hinzu und dann sollte unbedingt noch Zimt hinzugegeben werden, möglichst frisch gemahlener. Das hatte ich vergessen hier zu filmen. Was jetzt die flüssigen Zutaten betrifft, so ist das hier das Bio-Kokosöl und Bio-Erdnussmus. Die beiden gebe ich kurz auf den Herd, um sie kurz zu erwärmen, damit sie etwas anschmelzen und dann besser hier mit dem Müsli vermischt werden können. Das Kokosöl sollte natürlich von Bio-Qualität sein und nativ. Jetzt wird alles gut verrührt und miteinander vermischt. Zwischendurch fiel mir noch ein, dass ich noch das Vanilleextrakt hinzugeben sollte und natürlich auch eine Prise frisch gemahlene Himalayasalz. Und wie gesagt, eine ordentliche Portion frisch gemahlener Zimt sollte unbedingt noch hinzugegeben werden. Ja, und nachdem alles verrührt ist, sieht es jetzt so aus. Eine feuchte, zusammenklebende Granolamasse, die kommt jetzt hier auf ein mit Backpapier ausgelegtes großes Backblech und wird dort gleichmäßig verteilt und glatt gestrichen. Anmerken möchte ich hier noch, dass man auch rohes Eiweiß hinzugeben könnte. Dadurch würde dann diese Granolamasse an vielen Stellen richtig schön zusammenkleben und so ordentliche Crunchstücke entstehen. Das war mir aber nicht so wichtig und ich wollte dieses Müsli auch möglichst vegan halten. Jetzt kommt das Blech in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und wird dort bei niedriger Temperatur 10 bis 20 Minuten gebacken. Und zwar sollte die Temperatur allerhöchstens 140 Grad Celsius betragen, damit der Vitaminverlust minimiert wird, die Fettsäuren so gut wie nicht beschädigt werden und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sich Acrylamid bildet. Das ist sehr wichtig bei diesem ketogenen, nussbasierten Granola-Müsli. Nach 10 Minuten werden wir das Ganze einmal kurz umrühren, damit dieses Müsli von allen Seiten gleichmäßig bräunen kann. Und nach etwa 20 Minuten ist das Granola-Müsli fertig. Jetzt ist es wichtig, dass wir das Ganze komplett auskühlen lassen, bevor wir das köstliche, gesunde Granola-Müsli dann in Gläser abfüllen werden. Der Nachteil beim ketogenen Granola-Müsli ist leider der, dass es eben nicht so lange haltbar ist wie herkömmliches Granola-Müsli. Denn geröstete Nüsse sind eben nicht so lange haltbar wie rohe Nüsse. Aber wenn man es jeden Tag verzehrt, wird es in einem Monat aufgebraucht sein, was diese Menge hier jetzt betrifft, und so lange ist es auf jeden Fall haltbar. Wichtig ist eben, dass man das Glas dann in einen dunklen, kühlen Schrank stellen wird, um die Haltbarkeit eben zu verlängern. Solange das Müsli eben bei allerhöchstens 140 Grad Celsius gebacken wird, idealerweise bei 130 Grad Celsius, bleiben die gesundheitlichen Vorteile der Nüsse beim Rösten erhalten.
Nüsse sind eine Wohltat für Herz- und Blutgefäße. Bereits mehrere Portionen Nüsse in der Woche bieten einen Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann aber auch das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Um daher täglich in den Genuss einer ganzen Portion Nüsse zu gelangen, bietet sich dieses ketogene Granola-Müsli perfekt an. Denn hier schmeckt man die Nüsse sogar kaum heraus, weil diese gesunde Mischung einfach nur nach einem ganz normalen, leckeren Granola-Müsli schmeckt, welches man mit jeder Art gesunder Pflanzenmilch, sofern man es vegan halten möchte, zum Frühstück verzehren könnte, sodass auch diejenigen, die keine Fans von rohen Nüssen sind, in den Genuss dieser heilsamen, nährstoffdichten und gesunden Nüsse täglich gelangen können, sodass man mit diesem gesunden ketogenen Müsli gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen würde. Zum einen kommt man in den Genuss dieses köstlichen ketogenen Müslis, ohne dass der Blutspiegel in die Höhe getrieben wird, und zum anderen schützt man durch diese idealen Nährstoff- und Omega-3-Lieferanten Herz und Gefäße, enthält eine Menge Antioxidantien, Folsäure und Magnesium, pflanzliche Proteine, senkt damit das Diabetesrisiko und beugt Gallensteinen vor, schützt sich selbst vor Krebs und steigert die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Und wer möchte nicht in den täglichen Genuss dieser gesundheitlichen Vorteile gelangen? Damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen hat und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.